Grüß Gott, meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Klackle, ich bin der Vertriebsleiter der Firma EasyTherm. Heute, am Ende unserer Online-Messe, machen wir einen Test, und zwar, was macht EasyTherm aus, im Gegensatz zu Billigprodukten aus Fernost. Dazu Messer, Schraubenzieher und einen Lackstift. Wie Sie wissen, ist die keramische Oberfläche die beste Oberfläche für Infrarotheizungen. Sie hat die beste Durchlässigkeit und lässt Wärmestrahlung, die wir ja für eine Strahlungsheizung benötigen, optimal durch. Wir haben jetzt für Sie hier zwei Geräte aufgebaut. Das eine EasyTherm, das zweite ein No-Name-Produkt aus dem Internet. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, welche Vorteile die keramische Oberfläche in der Handhabung hat. Wir werden als erstes versuchen, die keramische Oberfläche mit einem Stanley-Messer zu zerkratzen. Sie sehen, mit dem Stanley-Messer kann ich dieser Oberfläche nichts anhaben. Jetzt probieren wir das Gleiche mit dem No-Name-Produkt aus Fernost. Sie sehen, die Oberfläche ist zerkratzt, die Kunststoff- bzw. Gipsbeschichtung geht herunter und das Produkt ist für immer und ewig beschädigt. Wir haben jetzt zuerst mit dem Messer den Kratztest gemacht. Sie sehen, die Oberfläche ist noch immer schön. Beim Billigprodukt aus Fernost komplett zerkratzt. Aber es geht noch härter. Falls Sie denken, diese Klinge war stumpf oder sie war nicht richtig heraus, möchte ich Ihnen jetzt den Test mit dem Schraubenzieher zeigen. Das gleiche noch einmal. Sie merken auch das Geräusch. Nichts zerkratzt. Der gleiche Test beim Fernost-Produkt. Das geht nie mehr weg. EasyTherm ist aber auch für gewisse Einsatzbereiche, sprich im Hygienebereich oder in Bereichen, wo es leicht schmutzig werden kann, geeignet. Deshalb möchten wir Ihnen auch noch die Oberflächenbeschaffenheit zeigen und wie leicht dies zu reinigen ist. Hierfür habe ich einen stinknormalen Stift genommen, der im Handler erhältlich ist, und werde hier einige Striche darüber machen. Und hier das gleiche mit dem Fernost-Produkt. Dies ist keine Putzmittelshow, aber ich zeige Ihnen, wie einfach Sie die EasyTherm-Heizung reinigen können. Keine Chance. Nicht nur die Vorderseite der Paneele ist wichtig, auch die Rückseite, und die sehen wir uns jetzt an. Wir beginnen mit dem Panel aus Fernost, das wir günstig erstanden haben. Dieses Panel hat die gleiche Vorderseite als auch die Rückseite. Dies ist eine Kunststoff-Gipsmischung. Gehen wir zum EasyTherm-Panel. Dieses Panel hat vorne die keramische Oberfläche und hinten blank geglühten Edelstahl. Sie sehen es, das verhält sich wie ein Spiegel. Das hat den Zweck, dass wir die Strahlungswärme nach vorne reflektieren. Es ist wichtig, die Strahlungswärme in den Raum zu bekommen und nicht in die Wand zu strahlen. Das wäre in diesem Fall eine Verzögerung des Aufheizens bzw. ein Verlust der Wärme. Eine Strahlungsheizung lebt davon, dass der Raum erwärmt wird, somit muss ich so viel als möglich Strahlung in den Raum hineinbringen. Bei diesem Panel
aus Fernost passiert Folgendes: Sie heizen nach vorne gleich viel wie nach hinten. Das heißt, der Fleck hinter der Wand, wo das Panel hängt, wird wärmer, aber erwärmt nicht in erster Linie den ganzen Raum. Somit verliert EasyTherm mit der spiegelnden Oberfläche sehr wenig Strahlungswärme nach hinten. Das heißt, die Wand hinten bleibt nahezu kalt oder kühl und die Strahlungswärme nach vorne wird optimal abgegeben.